Guten Morgen zusammen. Wir schauen, was der kollektive Tagesimpuls uns heute mitgibt. Ich habe die Seherkarten von Sven am Start, mit denen wir die Möglichkeit haben, ein bisschen Numerologie mit reinzubringen nach dem hebräischen Alphabet. Kommt natürlich darauf an, ob wir Zahlen kriegen, weil da gibt es nur 22. So, es geht hier drum, wir haben die 4, tatsächlich die 4 auch, dass wir hier Zeichen kriegen für Unterstützung. Denkt an die Mondphasen. Es geht zum Beispiel um das Runden von einem Kreislauf oder auch das Jahr, das dann mit seinen Jahreszeiten daherkommt. Und eine Phase, also die sich vollendet, ein Zyklus, der sich vollendet. Und es geht darum, wieder neu die Pläne zu überdenken. Hier speziell geht es jetzt um unsere Herzensangelegenheiten, um unser Umfeld und auch um das Stabilisieren von Dingen, die uns am Herzen liegen. Es kann sich hier auch ein Thema in der Liebe so gestalten, dass es euch eine ruhigere Energie mitbringt. Wow, wir haben die Sonne auf der bewussten Ebene. Also hier sind wir echt positiv ausgerichtet. Wir haben gute Gedanken, wir sagen Ja zu den Dingen. Möglicherweise haben wir hier auch so ein bisschen Hellsicht, ja? Dass uns Dinge klar werden, dass wir wissen, wo es hingeht. Ein gutes Gefühl, eine gute Energie. Und auf der unterbewussten Ebene haben wir hier den Reiter. Hier geht es darum, dass wir wissen, dass etwas vielleicht eine andere Richtung nimmt. Also wir spüren schon, dass sich so ein Zyklus vollendet. Dass wir, wenn etwas vollendet ist, natürlich auch wieder erneut aufwärts streben oder einen Anfang haben. Und hier geht es sehr stark um die Türen, die wir uns in der Vergangenheit schon geöffnet haben. Also wir knüpfen hier an etwas an, bei dem wir in der Vergangenheit schon eine neue Möglichkeit gekriegt haben. Und das Unterbewusstsein hat schon dieses Ding, dass es voranschreitet, ne? Dass es vorangeht, dass etwas Richtung und Fahrt aufnimmt. Es kann ja natürlich auch um eine häusliche Situation gehen. Wir haben das Haus, die Schlüssel. Ein Herzensprojekt, eine Wohnung, eine Immobilie. Und wir haben hier für die nähere Zeit den Bären drin. Also hier ist es so, dass es uns ermöglicht wird, mit einer großen Leidenschaft und einem großen Vertrauen in uns selbst die Dinge umzusetzen. Möglicherweise hat man hier auch eine Situation, wo man mit der Vergangenheit komplett abschließt oder wo man eine häusliche Situation aus der Vergangenheit klärt, so stehen lässt und sehr gut in eine neue Bewegung bringt, wo man für sich vorwärts guckt, wo man auch mit seiner ganzen Größe, mit dem Vertrauen ins Leben, mit der eigenen Macht auch die Dinge umsetzt. Und wo wir auch wieder Führung aufnehmen für das. Wir haben für das, was uns am Herzen liegt. Hier kann auch sein, weil wir ja die Liebe in der Mitte haben, dass wir einem Partner aus der Vergangenheit vergeben, dass wir jemanden treffen, der aus der Vergangenheit noch mit den Emotionen in unserem Energiefeld vorhanden ist. Aber dass wir das in einer anderen Qualität machen, nämlich in der wir über was drüber sind. Aus der eigenen Sicht ist der Weg vielleicht ab und an mit Hindernissen noch behaftet. Aber wir haben die gute Energie hier in der bewussten Ebene. Das heißt, wir lassen uns auch nicht ausbremsen. Möglicherweise, der Berg ist für mich immer auch so eine Karte, die symbolisiert Sturheit, Starrheit. Steht man sich auch selbst im Weg und man weiß das und man möchte die Energien jetzt in eine andere Richtung lenken.
Hier kommt sehr viel Bewegung auch aus dem Umfeld raus. Möglichkeiten, Träume umzusetzen, auch auf die Welt zu bringen. Es kann sein, dass das Umfeld von uns auch sehr viel Bewegung fordert, dass wir uns auf die Reise machen. Und hier legt sich das so, dass man einen Kampf beendet. Man legt ein gewisses Schwert nieder, man hat für sich die Dinge so, dass sie okay sind. Man macht sich auf den Weg in der Lebensreise zu seiner eigenen Harmonie, zu einem Feld, wo man nicht mehr Kampfeslust verspürt, hat aber zugleich die Befürchtung, dass etwas von außen eben nicht harmonisch auf uns wirkt. Und jetzt kommt eben wieder der springende Punkt. Wir können das Außen nicht anhalten, also müssen wir gucken, dass wir selbst mit dem Außen klarkommen. Und da könnte das sein, wo man sich bei seiner Reise noch selbst im Weg steht. Am Ende macht man hier einen klugen Zug. Ja? Man überlegt, wo ist etwas noch harmonisch für mich, was mir am Herzen liegt, wo nicht. Und am Ende ist auch Ehrlichkeit sehr wichtig, Ehrlichkeit zu sich selber und zu all dem, wo Harmonie eben anders ist, als wir uns das vorstellen. Das Beste an dieser Legung ist wirklich, dass wir die Sonne in der bewussten Ebene haben. Wir sehen also klar die Situation und wir erkennen auch wirklich, wo wir uns selber im Weg stehen oder ja, die Vergangenheit ist das wissen wir. Und jetzt kommt so dieses neue Vorangehen mit der eigenen Größe und das Außen, das halt immer wieder so für Zweifel auch sorgt. Und es geht darum, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, sich nicht reinquatschen zu lassen, sondern im Vertrauen seinen eigenen Weg weiterzugehen. Wir gucken mal, was das Tarot noch sagt. Hier kann auch wirklich, das andere Szenario wäre wirklich, dass du hier einen Menschen aus der Vergangenheit hast, der neu auf dich zukommt. Da kann die körperliche Angezogenheit eine große Rolle spielen. Und man merkt so, dass das nicht alles ist und überlegt halt auch, ob diese Chance verschwendete Energie ist oder mehr Aufregung bringt als Harmonie. Ja, das passt wunderbar. Mit der 9 des Handelns haben wir tatsächlich, dass man schon hart dafür gearbeitet hat, Dinge zu manifestieren, die man in seinem Leben braucht und schätzt. Also die Herzensangelegenheiten, die sich hier stabilisiert haben. Und da geht es schon darum, dass man eine liebevolle Beziehung anvisiert und ein schönes Zuhause. Und wir sollen uns hier sicher sein, dass all die Schätze und auch wir selbstständig unter dem Schutz der Engel stehen. Ne? Im Gegenzug sollen wir eben wieder Mutter Erde was zurückgeben. Also unseren Schutz an Tiere, an die Umwelt, an was auch immer das sein kann. Aber hier guckt man auf ein Fundament, das man schon erschaffen hat. Und es wäre wirklich schade, wenn man sich von irgendjemand oder irgendwas da wieder runterschubsen lässt. Ne? Guckt mal auch wunderbar, unten am Deck haben wir, mache dein Herz auf. Hier haben wir das Herz in der Mitte liegen. Die Leidenschaft zum Leben, dieses sich geliebt fühlen, zu wachsen, zu erblühen. Und hier kommen so auch neue emotionale, erfüllende Erfahrungen. Und man muss eine Entscheidung treffen. Man hört auf das Herz und macht dann die Schritte, die wir brauchen zu einem dynamischen und auch zu einem vitalen, erfüllten Leben, wo wir die Leidenschaft auch wieder spüren. Mega. Also auch habe ich jetzt dieses Jahr schon öfters gemerkt, die Legungen sagen oft aus, ihr habt hier schon was erarbeitet und auf diesem Fundament geht jetzt der Schritt oder die Schritte weiter. Wunderbar, ich wünsche euch einen tollen Tag. Ich drücke euch bis morgen.